So, ihr kennt mein geliebtes Silbertablett zum Dekorieren. Ich habe hier ein wunderschönes Stück Rinde gefunden. Also natürlich nicht von einem lebenden Baum, sondern einer, der wirklich schon länger dort im Wald lag und wo es auch wirklich auch leicht abzulösen war. Jetzt habe ich es immer nur trocknen lassen, deswegen ist es jetzt richtig schön stabil geworden. Dann habe ich hier noch so einen wunderschönen Ast, auch noch so einen alten Ast gefunden mit Moos drauf. Den werde ich auch zum Dekorieren hier verwenden. Ich werde den nur ein bisschen, glaube ich, hier einkürzen. Das ist jetzt nicht so schön, dass ich hier schneide, soweit es möglich ist, abschneiden, oder wahrscheinlich fliegen die Teile jetzt gerade gleich einfach weg, weil der schon so alt ist. So, da gibt der Staubsauger ein bisschen mehr zu tun. Das heißt, diesen Ast, den mache ich hier hin. Dann habe ich auf unserem Garten die wunderschönen Hortensien abgeschnitten. Das Schöne an dieser Sorte ist, dass wir den festen Stängel auch haben. Die trocknen auch so ein. Also sie sehen so ähnlich beim Eintrocknen aus, wie sie jetzt aussehen. Und hier kann man nicht einfach so ein bisschen verspielt so die Lücken, die in der Rinde jetzt sind, einfach ein bisschen füllen, und das lockert einfach schon wunderschön auf. Oder so wie hier, hat man da schon so eine Lebendigkeit drin. Dann habe ich von dem Spaziergang auch ein bisschen Moos mitgebracht. Weil ich jetzt den Moosstab da drüben habe, würde ich jetzt hier drüben einfach ein bisschen Moos noch zum Dekorieren platzieren und hier drüben bewusst nur die Stange dann auch lassen. Oder die ist ja keine Stange, ist ja ein Ast mit Moos. Und wir wollen überlegen, was ich hier vielleicht ergänzen könnte. Ich hätte hier so Eichelkappen. Ich hätte gerne irgendwas Natürliches. Ich glaube, das sieht vielleicht ganz gut aus. Mal gucken, ob ich genug auch habe. Ich lasse mal so ein bisschen zur Seite getan. Also Tannen, alles mit Zapfen machen. Die Zapfen sind dann einfach zu groß und zu viele. Dann noch ein paar Äste. Ich glaube, das passt auch nicht so gut. Aber ich glaube, die Eicheln, das könnte ich ganz gut aussehen. Wenn ich jetzt hier überall die ganzen Eichelköpfe, manchmal ist ja auch noch eine Eichel da. Dann stört die aber auch nicht, wenn ich sie da dran lasse. Ich glaube so, genau, so mache ich das wirklich. Und wenn ich beim Spaziergang wieder ein paar Eicheln finde, weiß ich doch direkt, wo ich sie dann auch hin tun kann, wo sie in Ruhe trocknen können. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann habe ich hier so ein altes Wurzelstück auch noch gefunden. Das wollte ich hier einfach mal auch irgendwie so quer drauflegen. Ich glaube, das würde ganz gut aussehen. Damit es dann mir nicht runterfällt, mache ich hier einfach 2, 3 Klebepunkte hin, damit es beim Transport nicht gleich runterfällt. Ja, und jetzt haben wir noch ein paar, entweder ein paar Lärchenzweige hätte ich hier noch anzubieten. Ich glaube, das könnte schon fast zu viel werden. Ich glaube, netter ist es gleich einfach so ein paar einzelne, Zapfen, die wie so eine kleine Baumgruppe so zusammen hier hin zu kleben. Oh, das war fies, ein Tropfen, den ich nicht gesehen habe, direkt auf den Finger. Wer das den Schmerz kennt, weiß, wenn man den Schmerz merkt, dann ist es sowieso zu spät, egal ob man dann wischt.
war einfach nicht gut aufgepasst von mir. Ja, dann habe ich jetzt hier so 3 kleine Zapfen. Jetzt gucke ich noch, ob ich noch etwas anderes, was super passt. Ach, guck mal, hier habe ich noch 2 Kastanien in einer Hülle drin. Ich glaube, die lege ich einfach so locker hier auf das noch feuchte Moos. Auch hier so ein Pärchen an Eicheln. Oder hier, auch die finde ich so toll. Ich weiß nicht, wie die heißen. Diese dicken, das ist so ein bisschen andere Eichelart. Das lege ich auch einfach mal hier fest. Buchecker ist hier noch eine. Ach, und hier ist noch eine Kastanie. Ja, die kann eigentlich noch ein bisschen frischer. Da mache ich noch einen kleinen Klebepunkt hinten. So, dann sieht das doch schon mal ganz nett aus. Jetzt überlege ich, was vielleicht auch hübsch ist, wenn ich jetzt hier noch irgendwie noch einen Teelichthalter befestigt bekomme. Dann wäre das auch für den Abend eine schöne Dekoration. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich noch ein paar Kleinigkeiten hier dazu gemacht. Hier gab es noch einen kleinen Zweig, ein bisschen Kastanien noch. Hier noch einen kleinen Tannenzapfen. Hier meine lieblingskleinen Pilze, selbst gebastelt aus Eichelkappen und kleinen Ästchen. Und aus so einer Halbkugel, auch rot angesprüht und mit weißen Punkten. So, und dann habe ich hier noch 2 Teelichthalter. Die habe ich jetzt einfach auch mit der Drahtzange ein bisschen gekürzt und auf 2 verschiedene Längen. Für die suche ich jetzt einen Platz, sodass sie natürlich nicht in Berührung kommen mit irgendetwas Brennbarem. Und ohne dass ich jetzt extra größere Löcher mache, noch in die Rinde. Gucken, ob ich da nicht irgendeine ein kleines Loch finde. Ich bin gerade hier drüben. Ja. Das ist auch schon fast zu dicht. Das Stück. Hier wäre es eigentlich ganz gut. Mal gucken, ob ich hier reinkomme. So alt die Rinde ist. Obala. Das war jetzt nicht so klug. An der falschen Stelle festgehalten. Aber vielleicht nehme ich doch mal den kleinen Bohrer. Ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher. Ich suche mir gleich nur einen wirklich kleinen Bohrer raus, weil das Loch muss jetzt nicht größer sein als unbedingt nötig. Umso passender das Loch ist, umso mehr Halt hat es natürlich besser. So, der Bohrer sieht gut aus. So, mal gucken von der Stelle her. Ich glaube, es würde echt hier in dem Moos mir am besten gefallen. So, man sieht nämlich auch das Loch da nicht. Das ist super. Ja, perfekt. Jetzt mache ich ein bisschen Heißkleber nur an den Draht, also an die Stange von dem. Mache ich auch hier, weil hier ist ein bisschen mehr Spiel. Weil ich möchte natürlich nicht, insbesondere wenn da eine Kerze drin ist, dass das Spiel hat, sondern da will ich schon eine Sicherheit haben, dass das auch gut hält. Jetzt werde ich hier unten noch zur doppelten Sicherheit einfach mit Klebpunkt noch einen kleinen Zapfen auch noch hinmachen. Dann lege ich einfach mal
so dahin. Weil gerade wenn mit Kerzen und Naturmaterial das irgendwie zusammenkommt, da möchte ich kein Risiko eingehen. Den nehme ich einfach hier mit rüber. Und dann hat es hier einen guten Halt. So, jetzt hole ich noch Kerzen, dann zeige ich euch das Fertige.